Ja, hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen, nein, heute nicht Courage Skyline Talk. Heute würde ich Ihnen gerne einen ganz persönlichen Tipp geben, einen Buchtipp. Vielleicht sind Sie ja auch gerade im verdienten Urlaub und haben noch etwas Muse und Zeit für ein richtig gutes Buch. Ich würde Ihnen gerne eine Trilogie empfehlen, die ich wirklich verschlungen habe. Ein Historienroman. Er spielt im Hintergrund, wenn Sie mal hinter mich schauen, in diesem Umfeld 106 bis 43 vor Christus, ja, im schönen Italien beziehungsweise im alten Rom. Und der Hauptprotagonist ist einer der besten Anwälte beziehungsweise Redner seiner Zeit. Viele behaupten auch, er ist nach wie vor einer der besten Anwälte und Redner aller Zeiten. Und vielleicht haben Sie ja eine Idee, wen ich meine. Ja, ganz genau, Marcus Tullius Cicero. Manche sagen auch Cicero, ich sage lieber Cicero. Cicero klingt für mich doch ein bisschen zu sehr nach Fußball. Ja, Marcus Tullius Cicero. Die Trilogie ist von Robert Harris. Er beschreibt wirklich den Aufstieg und den Fall von Cicero ganz hervorragend. Robert Harris selber ist gelernter Journalist. Er hat lange für die BBC gearbeitet und für den Observer. Er hat auch eine Kolumne geschrieben für den Daily Telegraph und the Sunday Times. Er journalistisch hervorragend und vielseitig beschreibt er wirklich diesen Aufstieg und den Fall von Cicero. Und vor allen Dingen beschreibt er auch die Person Cicero. Also mir ging es tatsächlich so, dass ich das Gefühl habe, ich habe Cicero persönlich kennengelernt. So stark wird man doch herangeführt an die Personen. Auch die übrigen Protagonisten in diesem Buch, die Hauptprotagonisten, wie beispielsweise Catilina, einer seiner Hauptgegner in der Zeit. Der kommt übrigens, ja, wir haben ja alle schon mal Lateinunterricht gehabt oder viele von uns, und ich gebe ganz ehrlich zu, ich war jetzt nicht unbedingt der beste Lateinschüler und Cicero war damals eher Pflicht als Genuss. Aber eins weiß ich noch, das war eines der bekanntesten Zitate von Cicero zu Catilina: Quo usque tandem abutere Catilina? Wie lange noch, Catilina, willst du unsere Geduld missbrauchen? Eine ganz berühmte Rede von Cicero, kurz bevor Catilina, ja, gefallen ist. Der Putschversuch ist ja fehlgeschlagen. Das wissen die meisten. Da verrate ich jetzt auch nicht zu viel vom Buch. Auch Julius Caesar darf natürlich in dieser Trilogie nicht fehlen. Ich zeige Ihnen einmal den ersten Teil. Der erste Teil ist Titan. Der zweite Teil ist das Imperium. Und der dritte Teil ist der Diktator. Warum ist meiner Ansicht nach dieses Buch oder diese Trilogie einfach so hervorragend? Ja, ich hatte ja kurz angedeutet, Robert Harris hat eine unglaubliche Fähigkeit, die Personen zu beschreiben, sodass man das Gefühl hat, man hat sie wirklich tatsächlich persönlich kennengelernt. Ein weiterer wirklich beeindruckender Aspekt ist, dass Robert Harris selber sagt, er hat sehr, sehr gründlich, ausführlich recherchiert. Das heißt, er hat nichts hinzugedichtet bei diesem Roman. Natürlich muss man teilweise Inhalte zusammenfügen, aber er sagt, es könnte tatsächlich alles so stattgefunden haben, wie er es beschrieben hat. Definitiv hat er nichts hinzugedichtet. Beeindruckend ist auch, finde ich, gerade vor dem Hintergrund jetzt heute auch bei uns mit Corona, jede Zeit hat ihre Krisen. Häufig nehmen wir uns selber am wichtigsten dabei, aber wenn man nochmal zurückgeführt wird in diese Zeit und die Krisen damals des alten Roms, vieles bleibt wirklich vergleichbar. Man kann unglaublich viel lernen, auch aus dieser Zeit. Und gerade wie Cicero die Krisen gehandelt hat damals, das ist schon unglaublich. Also das ist wirklich ganz, ganz tolles, höchstes Niveau, wie er seine Gegner rhetorisch eigentlich Schachmatt gesetzt hat. Also auch daraus kann man wirklich sehr, sehr viel entnehmen, lernen, mit der heutigen Zeit vergleichen und vielleicht auch gewisse Dinge mal relativieren. Auch Corona ist schlimm, aber Corona, ja, es gab immer schon Krisen, jede Zeit. Andere Krisen und andere Anforderungen an sich.
Dies mein Tipp jetzt, diese Trilogie von Robert Harris. Wenn Sie etwas Zeit haben, lassen Sie sich das nicht entgehen. Wie gesagt, ich habe es verschlungen. Es ist wirklich hervorragend geschrieben, vielseitig. Und wenn Sie es lesen sollten, würde ich mich sehr freuen, was Ihnen besonders gut gefallen hat an dem Buch oder vielleicht auch nicht gefallen hat. Schreiben Sie mir einfach entweder hier als kleiner Link oder schreiben Sie mir eine Mail. Ich würde mich sehr freuen. Und in diesem Sinne genießen Sie erstmal Ihren Urlaub, machen Sie es gut und auf bald, Ihre Claudia Böhner. Tschüss.